Schönen guten Morgen, Michael, oder besser gesagt, guten Abend, denn wir haben 10 Uhr morgens an einem herrlichen, kalten Frühlingstag im April und ihr habt Abend in Melbourne. Und es ist Herbst, richtig? Ein sehr warmer Herbst, ein wunderschöner Herbsttag. Ich glaube, wir hatten so 25, 28 Grad Sonnenschein und aber die Nächte werden kälter. Daher Ja, fühlen wir auch uns ein bisschen herbstlich. ja, das ist sprichwörtlich die Distanz, die Maximaldistanz, die wir alle im Moment halten müssen, dass wir jetzt nicht 1,5 Kilometer, sondern ein paar tausend Kilometer Distanz zwischen uns haben und auch durch das Smartphone keine Viren, wenn überhaupt vielleicht ein paar Computerviren weitergegeben werden können. Strange Times, in denen wir uns treffen. Geplant war ja mit dir ein Gespräch per Skype, was noch stattfindet oder ja doch stattfindet in einer aktiven, aber irgendwie auch inaktivierten Ausstellung im Esszimmer, genauer gesagt das Esszimmer in Bonn-Kessenich genau gesagt. Du warst im Januar hier und hast eine ganz wunderbare Ausstellung aufgebaut. Ähm, Diese Ausstellung hat einen für mich zunächst mal etwas verwirrenden Titel. Der Titel ist Die Relation der Unschärfe. Mhm. Und damit ich unseren Zuhörern und Zuschauern, die jetzt nur dich und mich, hinter dir ein paar Regale und hinter mir ein paar Leinwandflächen sehen, ein bisschen erklären kann, was denn diese Ausstellung ist, gebe ich ein paar kurze einführende Worte und hoffe, dass du das dann entweder ergänzt oder bestätigen kannst. Die Ausstellung Die Relation der Unschärfe im Esszimmer in Bonn besteht streng genommen aus 2 Räumen, weiter gesehen eigentlich aus 3 Räumen. 2 Räume, getrennt durch einen zwischen den beiden Räumen liegenden Innenhof, auf den wir nachher zu sprechen kommen. Im ersten Raum, der an der Straße liegt, an der Mechenstraße, ein länglicher Raum, hat man, wenn man hineintritt, eigentlich nur den optischen Impuls von äh, schwarzen Lautsprechern auf dem Boden, ein bisschen Kabelgewirr, eine große quadratische, nicht gut zuzuordnende Fläche an der Wand, die ein bisschen herausragt aus der Wand. Kenner würden das sofort als Lautsprecher identifizieren. Für mich hat das eher eine Nähe zu einem Whiteboard. Und dann steht in dem Raum eine Bank, eine weiße Sitzbank, ist also sehr minimalistisch gehalten. Und aus den Lautsprechern kommen verschiedene Geräusche, Töne, Klänge, aber eben auch Stille. Geht man durch den Innenhof hindurch, kommt man in einen zweiten Raum, der deutlich größer ist und dessen 2 lange Wände, die sich im 90-Grad-Winkel begegnen, viele Leinwände gehängt sind. Diese Leinwände, Sie sehen sie hinter mir oder du siehst sie hinter mir und hast sie in einer gleichmäßigen, aber nicht streng systematischen Struktur in 4 Reihen, in 4 horizontalen Reihen übereinander gehängt. Diese Leinwände zeigen Farbflächen, Linienstrukturen, weiße, unbemalte Flächen und sind für mich selbstverständlich Bilder. Auch wenn in einer Bonner Tageszeitung über diese Ausstellung geschrieben wurde, vorne findet man Rauschen, dann kommt ein Garten und dann kommen Bilder, auch wenn dies eigentlich nicht der richtige Ausdruck ist. Und damit sind wir bei einer Frage,
die ganz viele Zuschauer und ja, Besucher dieser Ausstellung mit Sicherheit interessieren wird. Warum zwei so große Unterschiede an der einen Stelle? Klang, Geräusch, an der anderen Stelle Optisches. Da muss ich versuchen, das scharf zu sehen, nicht so unscharf. Die Relation der Unschärfe. Danke, Christoph. Es ist, da muss wenig ergänzt werden von deiner Beschreibung. Warum so eine Distanz zwischen der Malerei und dem Klang? Es sind eigentlich schon vom Sinne her, vom körperlichen Sinne her, so unterschiedliche Einflüsse auf den Körper. Und die Relation von den beiden ist für mich immer unscharf. Also daher auch der Name. Und die Sibylle Feucht, die Direktorin der Galerie, hat mir da geholfen mit einer Übersetzung. Im Englischen spreche ich oft von Relation und Unrelation und dass die beiden immer zusammenspielen für mich. Und Sibylle sprach davon, hat dann davon gesprochen, das ist ja dann eigentlich unscharf. Also die Relation ist unscharf. Und die Relation ist, was wir machen, was wir wollen und an was wir spüren. Jetzt im ersten Fall kommen wir natürlich durch den Klang in die Ausstellung und der Klang ist die volle Erfahrung. Eigentlich weiß man nicht, was nach dem Innenort, nach dem Garten kommt. Also nach dem Innenhof könnte ja nochmal Klang kommen. In diesem Fall kommt nach dem Klang und dem Innenhof kommt dann Malerei. Was für Wörter bleiben einem im Sinn? Was für ein Gefühl? Was für eine Erfahrung von Zeit, von Zeitlichkeit, von dem Zeitlichen. Und selbst wenn ich genau eine Relation haben wollte, was für eine Malerei würde ich mir auswählen? Also die Übersetzung ist immer ein Spiel, es ist immer eine Vorführung. Die Übersetzung auch erstmal bei der Kreation und dann bei der Erfahrung ist ist darauf berufen, dass man seine Konzentration auf bestimmte Dinge bringt. Die können strukturell sein, die können emotionell sein, psychologisch, die können auf Spekulation spielen, aber in dem Fall zum Beispiel, welcher Ton ist welche Farbe. Das ist eine Übersetzung, die ist unscharf. In diesem Fall ist eben die Frage, wie Teile der Ausstellung im Klang existieren und wie Teile der Farbe in der Malerei existieren, ein Anspruch, eine Möglichkeit. Es gibt viele der Möglichkeiten, aber es ist keine einzigste, die 100% oder die einzigste oder die richtigste ist. Ich kenne viele, also erstmal wunderbar, vielen Dank. Ich denke, dass du so viele Stichpunkte jetzt in den Raum gestellt hast, dass wir, so dass dein Rechner in der Aufnahmekapazität zulässt, dann morgen um 12 vielleicht Schluss machen können. Wir werden das Gespräch leider dann runterkürzen müssen auf eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber nein, ich hoffe, dass wir einige dieser spannenden Punkte noch ansprechen können, weil du doch zum Beispiel den Aspekt der Erinnerung, den Aspekt der Übersetzung genannt hast, aber auch gleichzeitig den Begriff von Vergleichbarkeit, auch wenn du das so nicht benennst, aber das
ein Korrelat entsprechen könnte zwischen dem, was man im akustischen versus im optischen Bereich zuordnen könnte. Ich kenne viele Installationen von dir, habe einige Projekte mit dir zusammen gemacht und kenne eigentlich vor allem Arbeiten, in denen das Gemalte, im weitesten Sinne gemalte Werk, auch wenn es nicht immer mit Pinsel gemalt ist, sondern teilweise auch Malerei des Objektes selber ist. Aber ich kenne eigentlich immer Arbeiten, in denen das Optische und das Akustische ineinander verwoben sind, miteinander verschränkt sind, sodass es eine unmittelbare Beeinflussung und auch ein unmittelbarer Dialog zwischen dem Malerischen und dem eher akustisch klangbezogenen Eindruck gibt. Hier hast du es jetzt getrennt. Wobei natürlich, wenn ich einen Lautsprecher sehe, es nicht nur um die Akustik geht. Und wenn ich einen weißen, quadratischen Lautsprecher an der Wand dagegenüber oder dem daneben gestellt einen kleineren schwarzen Lautsprecher auf dem Boden habe, dann unterhalten sich diese Lautsprecher nicht nur auf akustische Weise, sondern auch auf optische Weise. Das heißt, in dem Moment, wo wir das klingende Instrument sehen, bekommen wir nicht nur eine Information auf die Ohren, sondern wir bekommen auch eine Information in die Augen. In dem anderen Raum funktioniert das so nicht, denn zumindest achten wir nicht drauf. Wenn wir ein Bild an der Wand sehen, hören wir nicht. Wir achten nicht auf das, was wir hören, und wir lauschen auch nicht. Ist es denn für dich so, dass das Sehen, dass der optische Eindruck auch in dem Bilderraum verbunden ist mit einem akustischen Eindruck? Das ist eine sehr schöne Frage. Die Frage schneidet das Wort Synästhesie an. Und Synästhesie, wenn es psychologisch oder wenn es körperlich existiert, ist das eine Full-Body-Experience, wie man es im Englischen sagt. Also dass tatsächlich Signale zwischen einem Sinn den anderen Sinn beeinflussen oder interpretieren. Das kann ich nicht behaupten von mir als eine physiologische oder selbst vielleicht als eine psychologische Situation. Also ich bin nicht synästhetisch in einem vollen Sinne, aber ich habe doch eine Erfahrung, wo der eine Sinn durch den anderen Sinn bereichert wird. Und ich meine, wenn wir ganz einfach vom Essen ans Essen denken, dann denken wir an den Geschmack. Aber wir haben doch so viele Einflüsse, die dazukommen, die unsere Erfahrung erweitert. Und wenn ich vielleicht eher von Analogie sprechen kann, also von einer Relation, die wir offen durch Wörter erklären können, dann habe ich schon eine musikalische Erfahrung vom Bild. Es ist nicht musikalisch erklärt und ich könnte eine Performance machen von den Bildern, aber davon spreche ich nicht. Aber ich habe ein Interesse daran, dass man das Visuelle vom Hören beeinflusst sieht und auch, dass man hört mit der Komplexität, die wir vom visuellen Sinn verstehen. Also es ist dann schon vielleicht eine Verzerrung, die das eine dem anderen anbieten kann, oder eine Einrahmung,
oder eine Einleitung. Und zwar vielleicht eine Einleitung, wenn wir von einem multidisziplinären oder Multimedien an etwas Multimediales denken, dann könnte eine Einladung oder eine Einleitung durch einen Sinn kommen und dann der zweite Kurs durch den anderen Sinn. Und also die sind dann schon immer verbunden in verschiedenen Ja, ja. Hinsichten. Mhm. Das ist jetzt relativ abstrakt und als Besucher bin ich natürlich zunächst mal mit der Realität auf einer Ebene des Greifbaren, des Mhm. zum Teil haptisch Vorhandenen, bin darauf angewiesen und auch werde darauf immer wieder zurückgeworfen. Wenn ich das richtig verstehe, dann geht es nicht nur darum, dass die Bilder durch das Akustische, durch das, was man hören könnte, auch wenn man es nicht hört, eine Erweiterung hat, sondern dass das auch eine, wie du sagst, Einleitung, dass es also der Beginn für eine andere Wahrnehmung sein könnte, die aber hypothetisch im Raum steht. Oder ist sie für dich faktisch vorhanden? Durch die Installation faktisch vorhanden. Weil beim Esszimmer kommt man ja, wenn man nicht einbricht, wenn man nicht ein Einbrecher ist, kommt man immer kommt man durch das Vorderzimmer, Das ist richtig. Das ist kommt richtig. man Aber durch das den ist Klang. natürlich, das ist richtig. Aber der Klang ist dann verklungen in dem Moment, wo ich die Tür, also in dem Moment, in dem ich die Tür hinter Das mir stimmt. zuschließe oder schließe, in den Zwischenraum des Innenhofs Mhm. trete, plötzlich umrahmt werde von Stadtgeräuschen, die den Eindruck, den ich aus dem ersten Raum kommend von deiner Klanginstallation habe, dann erweitern, mischen, verzerren, verändern, sodass ich nicht mehr wirklich weiß, was ist jetzt mein Klangeindruck. Denn ich gehe ja nicht durch einen schalltoten Raum, sondern ich gehe durch einen Mhm. Raum, der geöffnet ist in den Stadtraum. Und dann komme ich in einen Raum, der nicht mehr an einer Straße liegt, in dem ich aber trotzdem das Rauschen einer Ventilationsanlage, wenn auch ganz leise, hören kann. Mhm. Diese Geräusche, die du oftmals ja auch aufnimmst, nämlich Rauschen von Ventilationsanlagen, Heizungen, Rohren, die sind Teil der Realität. Die sind auch fast in jedem Ausstellungsraum Teil der Realität, werden aber von uns meistens ausgeblendet. Mhm. Beziehst du die ein? Sind die Teil deiner Installation oder sind sie nur der Rahmen deiner Installation? In diesem Fall habe ich habe ich die Klangsituation des Malereiraumes nicht direkt mit einbezogen. Aber die Stille eigentlich ist extrem, wenn man denn der erste Raum ist eigentlich relativ laut. Es tut nicht weh, aber es ist voll. Es hat eine vollkörperliche Erfahrung. Der Außenraum ist je nach Tageszeit ist da auch Aktivität. Und der zweite Raum ist dann eigentlich ein sehr ruhiger Raum. Und deine Frage teils ist, welcher Klang ist wichtig in dieser Ausstellung, aber auch der zweite Teil deiner Frage ist eigentlich, was ist die Erinnerung von Klang oder was können wir von der Erinnerung des Klanges von Klängen gebrauchen oder was existiert da noch? Es ging um die Frage des Klangs, der sich mischt und ob die Erinnerung eine. Ja, für mich ging es bei dir auch um die Frage, ob das Teil deines Konzeptes ist oder ob das nur etwas ist, was der Betrachter erlebt. Also diese Hm. Mischung von Eindrücken. Aber schießt du Das einfach los, ist geh du wieder in deinen Ja, ich meine, Satz. du hast beschrieben, dass viele meiner Installationen ist eine Mischung im Raum vom Klang und vom Bild.
Aber ich denke ich denke immer an den Gang durch eine Ausstellung, egal ob meine Arbeit 30 Zentimeter oder 30 Meter oder 300 Meter lang ist. Und im Esszimmer ist die Ausstellung ungefähr, sagen wir, 150 Meter lang, bis man sich ein bisschen durch den ersten Raum schlängelt, durch den zweiten ein paar Mal, also durch den Garten und ein paar Mal um die Bilder rumlaufen und dann wieder raus. Das ist 200, 300 Meter von Erfahrung. Also ich denke schon an eine Geschichte oder an eine Narrative im Englischen. Und das hat immer mit, es geht über Zeit, es ist nicht alles auf einmal und es geschieht nicht alles auf einmal, es geschieht über eine Erfahrung. Und in dem Sinne die Frage, wo der Klang ist, was wir vom Klang mitnehmen können zur Malerei, zur Erfahrung der Malerei und dann umgekehrt natürlich, was wir von der Erfahrung von der Malerei wieder zurücknehmen können zur Erfahrung zum Klang. Denn vermutlich hören wir doch die Komposition anders beim zweiten Mal. Selbst ne, über die 12, 14 Minuten, die Loop ist, kommen wir ja zu verschiedenen Zeitpunkten rein. Ne? Es fängt ja nicht nur an. Also die Stille der Malerei und des Raumes, wo die Malerei sitzt, ist für mich ein interessanter Kontrast. Aber die Erinnerung an den Klang war für mich teils ein Bezug zum Beethovenschen Rahmen, der eigentlich ganz am Anfang, also vom ersten Moment der Einladung zu dieser Ausstellung da war. Was, was erinnert man sich an Klang, selbst wenn man vielleicht nicht mehr hören kann, wenn man vielleicht Klang nur fühlen kann oder wenn man die Erinnerung des Klanges hat, des Schalles. Also was ist das Echo vom Ton? Ist, Mhm. Wir ist, überschlagen uns gerade so ein bisschen. mm, Da sind ganz, ganz viele Aspekte, die ich dringend noch besprechen müsste mit dir. Und jetzt sind wir gerade bei Beethoven gelandet. Insofern ziehen wir den vielleicht, diesen Aspekt oder Gesichtspunkt vor. Ich würde aber gerne unbedingt dann, dass wir das nicht vergessen, noch über die Stille, auch über das Narrativ sprechen wollen, über den Aspekt der Erfahrung. Da wollte ich ein bisschen nachher erzählen, noch wie ich das erlebt habe, weil das also gerade der Begriff des Narrativs ist ja in der ungegenständlichen Malerei und auch in der Klangkunst nicht so direkt der Topos, den man in den Vordergrund stellt. Aber gehen wir zu Beethoven. 1770 ist er in Bonn geboren. Dieses Jahr, trotz Corona und Shutdown, für die meisten ein aktuell nicht erlebbares Beethoven-Jahr. Trotzdem, trotz des Shutdowns, ist es das große, ganz große Jubiläumsjahr für den wichtigsten Komponisten der Welt. Und du bist eingeladen worden, in diesem Beethoven-Jahr eine auch auf Beethoven bezogene und in dem Kontext von Beethoven zu lesende Installation zu mm, bauen. Ich kenne dich gut genug. Ich weiß, dass Beethoven für dich eigentlich kein Fixstern war. Und du musstest dich ordentlich einarbeiten in dieses große Thema Beethoven, Beethovens Konzept von Komposition, mm, Sonate. Ähm, Wie war das für dich jetzt mm. als ungegenständlicher Künstler, der Klang und Krach macht, auf einmal zu so einem großen Klassiker arbeiten zu müssen? Es war sehr interessant. Also war toll. Äh, ich hatte, ich hatte riesig Angst am Anfang. Also größer, mehr monolithisch kann man eigentlich äh, nicht als Bezug denken. Ich meine, ich habe Arbeiten in Relation zu John Cage gemacht und Stefan Mallarmé und
Josef Albers und alle möglichen Künstler über die letzten Jahrzehnte. Aber Beethoven ist natürlich ist nicht nur theoretisch interessant, sondern lebt noch im Sinne wie so viele andere meiner Relationen, also Künstler und Schriftsteller und Philosophen, denen ich interessiert bin. Die sind oft tot. Deren Arbeit ist historisch, aber Beethoven hört man noch. Es ist, wenn man das Radio anmacht, wenn man die Konzerte anschaut, er ist da. Aber es hat natürlich, ich meine, im Sinne von einer Ausstellung fange ich jede Ausstellung eigentlich wie eine Performance an. Und die Performance muss live in dem Raum klappen. Manchmal ist es das Räumliche, manchmal ist es etwas Historisches, das ein Ansatz ist. Es hat mich ein paar Wochen, ich habe ein paar Wochen gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich vor 5 oder 6 Jahren habe ich eine Doktorarbeit geschrieben, auch mit Kunstprojekten. Und da war Schlegel dabei und Novalis waren dabei. Also die sind innerhalb ein paar Jahre von Beethoven geboren. Also der Zeitpunkt, der Anfang der Romantik in dem Sinne war schon sehr interessant für mich. Und hatte ich eigentlich schon einiges gelesen, aber den Bezug zur Musik hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht angeschnitten, hatte ich eigentlich nicht, da hatte ich keine Einleitung. Und wie mit allen, man braucht eigentlich die Unterhaltung zwischen Künstlerkollegen ist mir Millionen, Milliarden wert. Und zwei Kollegen, Christoph, du warst einer, und du hast auch schon Beethoven gespielt. Und du hast schon Beethoven auf Cello gespielt auf unserem Band, als wir eine CD komponiert haben zusammen. Also die Unterhaltung hat natürlich dann einiges rausgebracht, das für mich eigentlich sehr wichtig ist. Also der Anfang von der Relation zum Fragment, das in den späten 1700ern existiert in der Schriftstellerei, im Athenäum-Magazin, Journal. Schlegel ist da interessiert, Novalis und auch Beethovens späte Werke fangen an, diese Fragmentation wirklich aufzubauen. Für mich war die Sonaten-Hauptsatzform eine richtig interessante Methode, um über Narrative zu denken, also eine Form als eine, die dann auch im Esszimmer eben durch die verschiedenen Räume möglich ist. Und dann für mich die furchtbare Geschichte von Beethovens Gehör und von seiner und wie ich meine, er hat nicht angefangen auf einmal zu malen. Er hat nicht gesagt, ja, jetzt mache ich Pinselstriche. Er hat weitergemacht. Und also das Erinnern an den Klang ist für mich da eine ganz interessante Geschichte. Und auch das Gefühl des Klanges. Da ist ein kleines Fragment, das ich gelesen habe, dass er mit einem Bleistift das Soundboard vom Piano berührt hat, um den Klang zu spüren. Und für mich war das auch eine wunderschöne Relation eigentlich zum Gefühl des Klanges. Und Soundboard ist Klangkörper, ja, also der Klangkörper hat den Klangkörper, hat den Bleistift zwischen seinem Körper und den Klangkörper des Klaviers gesteckt und fixiert, sodass er die Vibrationen der Töne, die er auf dem Klavier spielen konnte, durch den Bleistift in seinem eigenen Körper wahrnehmen konnte. Ja. Ja, also ich finde das ganz wunderbar, wie du das beschreibst, und das ist etwas, was deine Kunst auszeichnet, was sie auch charakterisiert, dass sie einerseits auf einem ganz hoch abstrakten Niveau
und gleichzeitig, also auf einem gedanklich abstrakten Niveau spielt und gleichzeitig hochsinnlich ist. Mhm. Und das benennst du jetzt in deinem Bezug zu Beethoven gerade ganz deutlich, dass du einerseits die Sonatenhauptsatzform benennst. Die müssen wir gleich ein bisschen erklären, weil die Zuhörer und Zuschauer nicht wissen, was das ist. Und zum anderen von dieser Vermischung zweier sinnlicher Ebenen, nämlich dass er das Akustische über das Taktile für ihn fühlbar machte. Dass er also das, was er nicht mehr hören konnte, dann taktil erleben konnte. Dass zwei Sinnesebenen verbunden werden, das Mhm. ist das, was du immer tust. Du verbindest zwei Sinnesebenen miteinander, weniger die taktile, mehr die optische und die akustische, die okulare und die akustische. Die Sonatenhauptsatzform ganz kurz, möchtest du das erklären? Soll ich das erklären? Du hast die besseren Worte. Also im Prinzip ganz kurz, es geht eigentlich um ein Kompositionsprinzip, in dem die Dreiteilung ganz essentiell ist, aber der Aspekt der thematischen Arbeit, der in gewisser Weise auch bei Mozart schon vorhanden war, also in der Wiener Klassik sich entwickelt hat, dass diese thematische Arbeit das große Pfund ist, mit dem Beethoven seine hochkomplexen Werke geschaffen hat. Dass also zwei Themen, Thema 1 und Thema 2, in dem ersten Teil Exposition genannt, einer Sinfonie oder Sonate vorgestellt werden, dass dann in dem Mittelteil diese beiden Themen miteinander verbunden, verändert, verzerrt, verfremdet, erweitert, dialogisch gespiegelt werden. Dieser Teil nennt sich Durchführung und das dann im dritten Teil, genannt Reprise, das Alte neu ersteht, dass also eine Realität entsteht aus dem Prozess der Veränderung. Das Thema 1 und 2 wieder auftauchen, reprisisch, also wiedergespielt werden, aber neu verändert werden. Und das hat einen ganz klaren Bezug zu Hegel und der soziologischen Note von Beethoven, dass wir selber unsere Realität schaffen durch den Prozess. Also Mhm. im Grunde genommen ist die Sonatenhauptsatzform die Spiegelung dessen, was im Hegelschen Gedankensystem der dialektische Prozess der Veränderung der Gesellschaft ist. Das war Mhm. jetzt wiederum sehr theoretisch, sorry, aber ich finde es wunderbar, wie du das verbindest, dass einerseits die Dreiteilung in Mhm. Beethovens Kompositionen wichtig, du nimmst den Zwischenraum der Galerie, nämlich diesen Innenhof-Gartenteil und lässt ihn zum Teil deiner Komposition werden. Mhm. Du veränderst ihn nicht, sondern du lässt ihn, wie er ist, aber er nimmt Anteil an der Veränderung, die im Besucher stattfindet. Mhm. Ja? Und damit sind wir bei dem Begriff der Erinnerung. Da würde ich gerne noch mal zu etwas sagen, beziehungsweise von dir hören. Mhm. Darf ich ganz kurz einen Eindruck, den ich beim Hören in deiner Klanginstallation hatte, schildern? Also ich saß auf der weißen Bank, hörte Geräusche und vielleicht können wir nachher oder im Rahmen dieses Videos, was erstellt wird, dann ein bisschen Klänge einspielen. Ich hörte Geräusche und war mir eigentlich nicht sicher, ist das jetzt die Klangwelt, die von draußen nach drinnen eindringt, oder ist es Teil deiner Komposition? Es war mir nicht möglich, sicher zu identifizieren, was ist artifiziell von Michael Graver komponiert und was kommt via Glasscheibe von draußen aus der wirklichen Welt hinein. Ich habe dann lange gehört, ich habe also den Loop zweimal gehört, den Kreislauf zweimal abgehört oder auch länger und merkte so langsam, dass ich das, was von dir komponiert wird, identifizieren kann. An einer Stelle kam aber ein plötzlicher Knall. Und so etwas gab es vorher in der Komposition nicht. Und ich habe unwillkürlich nach rechts zur Scheibe in den Innenhof geguckt, denn für mich war dieser Klang sofort zugeordnet zu dem Flug eines Vogels gegen die Scheibe.
oder etwas ist gegen eine Scheibe gefallen. Ich habe diesen Klang sofort mit etwas, was ich kannte, gleichgesetzt. Und da ist gleichzeitig dieser Begriff der Erinnerung drin, denn ich habe etwas in Erinnerung, ich kann Klänge aus der Erinnerung zuordnen, zwar sehr genau, ich kann Stimmen exakt zuordnen, kann sagen, das ist die Stimme von Cary Grant oder die Stimme meines Vaters oder. Das fällt mir in der optischen Kunst viel schwerer. Ja, ich kann das nicht so genau zuordnen. Und gleichzeitig ist der Aspekt der Erinnerung, gleichzeitig ist auch drin diese innere Notwendigkeit des Menschen, etwas zugreifbar zu haben. Nicht auf der abstrakten Ebene sein zu wollen, sondern immer zuordnen zu wollen, es realistisch für mich nutzbar zu machen. Wie komponierst du? Was sind die Dinge, die du zusammenbringst? Denn das ist ja Realität, die du aufnimmst. Aber sag doch dem neugierigen Betrachter, du sitzt gerade in deinem Studio, aber man sieht hinter dir verpackte Leinwände und man sieht einen Lautsprecher im Regal. Aber was ist denn das, was der Komponist Michael Graver so tut? Was macht der? Wie kommt es zu diesen Klängen? Ich meine, da sind drei Schallplattenspieler. So, das ist eigentlich ein Lautsprecher da oben. Eine Drum Machine, die gebrauche ich eigentlich nicht. Mein Instrument sind Schallplattenspieler und Lautsprecher. Und das Interessante hier an diesem Projekt ist, dass ein Schallplattenspieler, das ist eine Nadel. Und die Nadel geht normalerweise durch eine Rille. Wir haben natürlich normalerweise eine Schallplatte auf dem Schallplattenspieler. Das ist höchst bildlich sozusagen, repräsentativ, oder es ist eine Aufnahme, die konstruiert wurde. In meinem Fall fällt die Schallplatte weg. Die ist 93 und 2000 habe ich mal Schallplatten gebraucht, ansonsten eigentlich nicht. Also meine Schallplattenspieler sind konkret im Sinne von einer Palette von Klängen, die sind entweder ein Rauschen durch den Rhythmus der Nadel auf der Fläche oder es kann ein Ton entstehen, dadurch, dass ich eine Rückkopplung habe. Und wenn sie ganz langsam spielen, dann haben sie einen Rhythmus. Und all diese drei Aspekte des Rhythmus, das Rauschen, also das Lärm, Lärm ist ein bisschen, Lärm hat oft eine negatives Bild dabei, aber eigentlich, ich denke an einen komplexen Klang. Und dann der Ton von der Rückkopplung, das sind eigentlich meine drei Farben oder meine drei Pinsel, mit denen ich im Klang arbeite. Im Raum werden sie manchmal gespielt und aufgenommen und in diesem Fall im Esszimmer dann komponiert. Also ich habe dann eine Bank auf dem Computer von Hunderten, Tausenden von Aufnahmen von diesen Schallplattenspielern Aufnahmen und die komponiere ich dann um. Und du sprachst von Beethovens Form, von wie über einen Zeitraum eine bestimmte Erfahrung entstehen kann, dadurch, dass verschiedene Töne in der Succession, also im Ablauf nacheinander spielen. Das ist die eine Palette ist über Zeit. Also wenn ich im Esszimmer sitze und komponiere und fühle mich in den Zeitraum in der Galerie rein. Die zweite Ebene der Komposition ist, dass ich mit 4 Lautsprechern gearbeitet habe in diesem Fall. Also diese Aufnahmen von Rauschen, von Rhythmen, von Klängen sind abstrakt, aber es wird trotzdem eine Konstruktion aus denen gebaut. Und die Konstruktion ist komponiert mit den Bildern, die im anderen Raum sind, auch im Sinne. Also ich denke dann schon an eine Relation.
Und die Frage von, wie viel Aktion ist in den Bildern und wie viel Aktion kann in dieser Malerei, in dieser Klangmalerei sein. Wie intensiv, wie extrem die verschiedenen Lautstärken, wie viel Pause man in eine Komposition tut in diesem Fall. Also der Innenhof hat ja seine eigene Pause. Also das ist auch etwas, das dann einen Einfluss hat auf meine Komposition in der Galerie. Also ich bin tatsächlich in der Galerie am Komponieren. Es ist nicht, dass ich keine Vorbereitung habe, aber sagen wir, in diesem Fall war die Komposition 70% vorbereitet und über 2 Tage, wo die Bilder aufgebaut wurden, wo ich die Bilder aufgehängt habe ich dann auch an der Komposition gearbeitet und diese im Raum, also wirklich site-specific im Raum mit den Lautsprechern, mit der Lautstärke kommt das dann in eine Formation. Und also die ganze Erfahrung von Klang, also Innenhof und Malerei, ist alles Teil der Komposition. Und jeder Teil wird aufgebaut in Spekulationen, wie die anderen Teile sich entwickeln auch. Also ich hatte auch eine Idee, dass ich Skulpturen baue für den Innenhof. Aber als ich dann die Idee der Taubheit oder also einer wirklichen Stille oder eines Moment von Ruhe gedacht habe, da habe ich gedacht, das braucht es nicht. Das ist zu viel. Und eigentlich ist das dann die Besucherin, der Besucher, die dann diese Vorführung oder diese Performance machen. Also ich kann die Situation herstellen und wie die Situation dann erfahren wird, ist ja dann eigentlich die wirkliche Vorführung. Die Pause und die Stille. In der Musik und ich bin eher in der Klassik großgezogen worden oder habe unglaublich viel Konzerte konsumieren müssen, dürfen und können. In der klassischen Musik ist die Pause nicht nur die Pause zwischen ersten Teil und zweiten Teil des Konzertes, sondern selbstverständlich ein ganz, ganz essentieller Teil in der Komposition, weil es gibt die Viertelpause, die Achtelpause, die ganze und so weiter. Das ist das, was den Rhythmus in der Musik mit beeinflusst. In der Malerei ist es, und ich halte jetzt mal eine kleine Leinwand von dir nach oben, in der Malerei ist es so, dass wir eine nicht bemalte Leinwand, zumindest nicht der Künstler, aber vielleicht der Betrachter, sie nicht als Pause, sondern einfach als nicht bemalte Leinwand sieht. Wir als Künstler würden wahrscheinlich sagen, es ist trotzdem Malerei. Auch da, wo nicht gemalt ist, ist es trotzdem Malerei. Das ist wiederum eine eher abstrakte Ebene. Aber das, was hier so wunderbar sichtbar ist, das ist alles saubere, jungfräuliche Leinwand. Und dann tauchen solche Andeutungen von Spuren auf, minimale Reste von Malerei, die dadurch entstanden sind, dass du eine feuchte Leinwand draufgelegt hast.
Du benutzt deine Leinwände nicht nur als Grund, also als Untergrund für die Malerei, sondern du benutzt sie ja teilweise auch als Instrument, als Tool, also als Werkzeug. So wie der Plattenspieler nicht nur das Gerät ist, was die Töne abspielt, sondern es ist auch ein Gerät, was Töne produziert. Das heißt, du bist an der Stelle orthodox unterwegs, aber auch unorthodox unterwegs, weil du benutzt den Plattenspieler, aber auch anders. Du benutzt die Leinwand, aber auch anders. Sag mal 2, 3 Sätze, weil ich kenne Leinwände, die ganz sauber, akkurat gemalt waren von dir. Irgendwann kam etwas dazu, was mit Unsauberkeit und Unfall und Zufall zu tun hatte. Sag mal 2, 3 Sätze dazu, welche Bedeutung für dich dieses Unkontrollierbare des Zufalls hat. Das ist eine sehr schöne Frage. Und ich denke dann, ich muss dann an Energien denken und ich muss dann an Wörter denken. Also die Logik der früheren Leinwände bis ungefähr 2004, zwischen 2005 und 2007 ist eine Veränderung eingetreten. Die frühen Leinwände, da wollte ich eine Energie der Farben haben. Und je weniger die Kante sichtbar war, je mehr haben sich die Farben gegeneinander auseinandergesetzt. Und in diesem eigentlich einer der Blindspots, also einer der Kommunikationen dieser sauberen Leinwände war, dass es sehr logisch vorhanden ging. Und eigentlich ist meine Malerei sehr spielerisch und ich habe eine richtige Freude an Farbe. Ich habe Freude an der Schwierigkeit, vorher zu wissen, genau wie etwas passieren wird und was eine Farbe zur anderen tun wird und was die Energie zwischen den beiden bringt. Also das hat mich dann, langsam hatte ich dann angefangen, die Kanten durch andere Methoden zu kreieren. Und in diesem Fall jetzt hast du eigentlich jede Leinwand, also hinter dir, jede Leinwand der 31 Leinwände war für eine andere Leinwand eine Schablone. Und in dem Sinne bin ich eigentlich ich bin sehr interessiert an den Spuren, an der Spuren der Aktion des Malens. Also war das Kreppband, das Klebeband, das Masking Tape musste ich ja immer wegtun und das hat dann weggeschmissen und man tut so, als ob es nie da war. In diesem Fall jetzt bin ich sehr an der Improvisation und an der Energie des Unfalls oder des Möglichen oder des Unmöglichen interessiert. Und wenn ich an Erinnerung von Klang denke, dann denke ich auch an Erinnerung von Farbe. Jetzt, was ist eine Erinnerung von Farbe, wenn ich das kreiere? Ich könnte Weiß reintun, könnte mit einem starken Rot anfangen, Weiß reintun und dann sagen, ja, das ist die Erinnerung vom Rot. Aber in diesem Fall ist die Erinnerung eine Spur, wirklich von einer Performance, von Von deiner Aktion. von der Aktion, aber auch von der Unterhaltung, die eigentlich ganz, ganz aktiv war. Und das ist dann durch das Zimmer gezogen, also von die Spur oder das Echo oder die Reverberation oder die Erinnerung oder die Infektion, wenn man es so will. Das sind alles Möglichkeiten, die ich also das sind dann so wie die Wörter, an die ich denke, wenn ich spreche, wenn ich auch vom Klang spreche. Wie, wenn ich spreche, dann kommt von dem Sprechen kommt eine Spur zurück. Ja.
sonst wüsste ich gar nicht, in was für einem Raum ich bin. Ja. Und, und diese Unterhaltungen sind für mich voll von Energie und voll von Vernetzung. Also es ist Ja. eine Vernetzung des Zeitlichen auch. Das ist ganz wunderbar, denn als ehemaliger Orchestermusiker ist mir das genauso gegangen. Du machst hier, also sind es 19 Leinwände, die du aufgehängt hast? Ich glaube, es sind 19. 31. 31, Entschuldigung. Ich habe ja eine Seite gesehen, gut. 31 Leinwände und im Grunde genommen hast du 31 Instrumente. Du hast ein Orchester von 31, die sitzen in 4 Reihen und alleine die Organisation auf der Wand ähnelt sehr einer Partitur. Mhm. Du hast verschiedene Stimmen, die mal lauter, mal leiser spielen und sie beeinflussen sich gegenseitig. Wenn die Oboe einen Ton spielt und das Cello spielt dazu denselben Ton, dann verändert sich auch der Oboenspieler, weil er auf den Ton resoniert. Und das passiert selbstverständlich in Live-Musik immer, dass man auf das, was der andere Musiker tut, reagiert. Und hier entsteht jetzt Ähnliches, dass die Leinwände nicht nur beim Malprozess, sondern auch so dialogisch miteinander in Kontakt treten und plötzlich eine neue Musik entstehen lassen. Ich finde diese Analogie der Pause und Stille und Leere in der Musik oder in den Sounds, die du herstellst und der Malerei, die du herstellst, sehr nah, sehr sprechend. Mhm. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Die Zuhörer sind wahrscheinlich schon nicht ganz so taub wie Beethoven, aber ermüdet. Ähm, es, es ist mir auch nach dem jetzt 5. oder 6. Besuch hier in der Galerie immer wieder eine Freude, Dinge zu entdecken, die ich nicht entdeckt hatte, obwohl ich dachte, dass ich das eigentlich alles gesehen habe. Und das unbekannte Entdecken im Bekannten ist etwas ganz Wunderbares, wenn uns etwas begegnet, was wir nicht schnell zuordnen können. Mhm. Und deine Werke sperren sich jeglicher Zuordnung auf Dauer. Und trotzdem ermächtigst du jeden Menschen ganz persönlich sinnlich Erfahrungen zu machen und er muss sie nicht bewerten. Er kann sie bewerten. Die meisten Menschen werten immer irgendwie. Ich habe ich habe mit Menschen gesprochen, die hier sehr stille geworden sind und ratlos waren. Ich habe Menschen gesprochen, die ähm, den Aspekt der Poesie sehr deutlich Mhm. erlebt haben. Und das ist etwas, was ich wie so ein Dankeschön an dich zurückgebe, weil das diese Stille, die Poesie der Stille, etwas ist, was wir immer wieder neu entdecken müssen. Mhm. Ja. Und Ähm, vielleicht ist auch etwas Unscharfes in der Poesie. Sonst, ähm, sonst sonst ergibt sie sich so schnell. Und die Frage des Ergebens oder der Lösung von der Möglichkeit ist mir sehr wichtig. ja, Oder der Unlösbarkeit. Und daher auch das, was vielleicht teils als ein Rätsel erfahren wird in dieser Arbeit. Mhm. wäre sicherlich spannend zu wissen, was Werner Heisenberg denn dazu sagen würde. Denn der Begriff der Unschärfe und der Relation der Unschärfe wird von den meisten Menschen eher in physikalische Welten hinein transportiert oder interpretiert und weniger in den Bereich der Malerei versus Klangkunst. Damit sind wir eigentlich am Anfang des Gesprächs wieder und wir haben jetzt nicht über Werner Heisenberg gesprochen und seine Unschärferelation. Das wäre ein weiteres Thema und das können wir ja gerne irgendwann nochmal machen. Zum Schluss, du sprichst fließend Deutsch, hast 10 Jahre in Süddeutschland gelebt. Dein Deutsch ist allerdings nicht Süddeutsch. Kennst du die Redensart, man kann seinen Augen trauen oder man kann seinen Augen nicht trauen? Ich glaube, ja.
Diese Redensart, die meint ja eigentlich, dass man etwas nicht glauben will oder nicht glauben kann. Mhm. Wenn man das aber als Synonym versucht zu übersetzen, dann nennt das etwas Synästhetisches. Es benennt nämlich, dass man etwas nicht fassen kann. Das heißt, wenn Mhm. man seinen Augen nicht glauben kann, dann kann man etwas nicht fassen. Und da ist wieder das Taktile und das Optische. Bei Beethoven war es das Taktile und das Akustische drin. Mhm. Bei dir kommt mir oft diese Redensart in den Sinn, denn du scheinst dem Menschen, dem Hörer und dem Betrachter sagen zu wollen, traue deinen Augen und traue deinen Ohren. In diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich für das gute Gespräch. Ich wünsche dir eine gute Nacht und viele weitere wunderbare Ausstellungsprojekte. Danke Christoph, dir. wunderschön. Dankeschön. Auf bald. Tschüss. Tschüss.